Also Leute, ich sage euch eins, den Typen kannst du keine 5 Minuten alleine lassen. Zieht euch das mal rein, was der da hinten schon wieder vorhat. Robert, du geschissener Hund, was machst du denn da schon wieder, hä? Sag mal. Ich weiß, das kennst du nicht. Du arbeitest schon wieder alles auf. Was hast du denn da schon wieder vor? Hä? Ich? Ja? Das gehört so. Ich bin hier. Grüß dich. Was machst du? Ich fühle mich wieder wie zu Hause. Wieso? Ja, früher mein alter Job. Bin eigentlich gelernte Fachkraft für Lagerlogistik. Das mache ich eigentlich noch nebenbei mit dir. Ja, das habe ich gemerkt beim Track Day. Da hast du auch schon alles zusammenkauen. Alter, Robert! Mahlzeit! Hast du ein neues Pferd? Das selbstverständlich, Junge, jetzt ist geil hier drin. Baust du heute alles auf, oder? Ja, ich finde nur die Hupe nicht. Das gibt's doch nicht. Robert, das wird nichts. Das ist komplett schief drinnen. Hä? Ja, jetzt lass besser gut sein, nicht wenn noch irgendwas kaputt geht. Ja, komm, okay. Ja, dann. Ich bin gerade um Pass die Ecke auf, rumgelaufen. pass auf, Jetzt fahren ich meine Füße auch noch weg. Ja? Das ist ja brutal. So. Wahnsinn. Keine 5 Minuten kann man dich alleine lassen, C-Fix. Wie meinst du keine 5 Minuten? Ja, ganz einfach, weil ich dich gesucht habe. Mich? Ja. Das macht mir viel mehr Spaß. Und ich habe dich nicht gefunden, deswegen. Aber jetzt habe ich dich gefunden. Jetzt bin ich wieder da. So, können wir jetzt anfangen? Jetzt das Maria. Soll mal vorgehen? Ja, diese neuen Stapel, die machen automatisch hier Was? Bremse Leute, rein. vielleicht versteht ihr jetzt, was ich meine. Schaut euch den an. Das ist unglaublich. Wenn du da was zusammenhaust, dann können wir Fertig. gleich wieder unsere Boah. Sachen packen. Dann sind wir gleich wieder nämlich weg von hier, aus Dänemark. Ja, das machen wir wann anders. Das passt schon. Soll ich nicht noch einlagern ein bisschen? Nee, das passt schon. Hau die Parkbremse rein und dann, Muss jetzt dann hier können wir arbeiten, wenigstens oder was? nämlich sagen, wo wir hier überhaupt nämlich sind. Robert, wo sind wir hier? Hey, scheiß drauf, ich fange hier an, mir egal. Wir sind bei Engel. So sieht's aus. Und was macht Engel? Die haben ein verdammt geiles Lager. Schau mal, wie riesig das ist. Das ist komplett neu. Aber komplett voll mit Kleidung. Unserer Kleidung. Also nicht alles, aber Teil Einiges davon. Ja, ein Teil davon. Einiges nämlich davon. Denn Leute, wir haben einiges geplant und deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr heute das Video bis zum Ende anschaut. Denn wie es der Robert gerade schon gesagt hat, wir befinden uns heute bei Engel Workwear. Engel Workwear ist ja unser Partner, wenn es um das Thema Kleidung geht. Es gab ja eben damals, haben ja schon einige gefragt gehabt, warum wir auf einmal nicht mehr eigenständige Kleidung produzieren. Robert, Ja, magst du das- die Antwort da dazu geben? Weil es einfach ein Quatsch ist. Weißt du, lieber nimmst du einen Partner mit, wie viel hat Engel jetzt Erfahrung? 97 Jahren oder 98 Jahren? 98 Jahre, in 2 Jahren werden sie 100 Jahre alt. Und Lieber da muss so. man dazu sagen, was ich ja so liebe, ist Unternehmen, die von Familien geführt werden. Ja, ist und so. das ist halt hier wirklich Wahnsinn. Wir werden jetzt dann gleich den John kennenlernen. Das ist einer von den beiden Brüdern, die hier dieses Unternehmen leiten, also Engel Workwear. Es gehören ja auch noch 2 weitere Marken mit dazu, bedeutet auch Deer Hunter und dann Sunwell, wenn es dann nämlich wirklich um Anzughosen, richtige Ja, stimmt, das sieht man Anzüge sogar. nämlich geht. Gibt's Hier jetzt? Ah ja, stimmt. Hier haben wir Hier ist sogar. einmal Sunwell Hier haben wir sogar was, ja. und hier ist die Da habe ich nämlich auch schon richtig schöne Anzughosen. Aber warum wir ja eigentlich wirklich hier sind, ist auf der einen Seite, wir wollen mal die Produktion hier sehen, beziehungsweise die Produktion findet hier nicht mal statt, denn die findet nämlich in Litauen statt, sondern hier geht es nämlich um ganz andere Themen noch mit dazu. Es ist nämlich riesig. Wir sind jetzt hier vorhin kurz in der Halle gewesen. Wir sind jetzt da hinten über die Garage reingegangen, nachdem mir die Mitarbeiter gesagt haben, dass sich der Robert hier nämlich aufhält über die Kameras. Und Ja, das ist ja hier jetzt nur die neue Halle. genau, hier ist jetzt die komplett neue Halle, sondern wir wollen wirklich mal sehen, okay, wie läuft das hier hinter den Kulissen ab? Ich bin noch nie in einem Unternehmen, noch nie bei einer Produktion, sage ich mal, was das Thema Kleidung angeht, da wirklich mal so behind the scenes gewesen. Aber was ich ja eigentlich jetzt wirklich sagen wollte und deswegen, Leute, ist es so wichtig, dass ihr euch das Video bis zum Ende anschaut, denn wir werden bald eine Limited Edition launchen und zwar auf exakt 100 Stück. Und jetzt kommt eben das Spezielle. Ihr Leute, ihr werdet das Ganze entscheiden. Bedeutet auf der einen Seite Farbe, auf der anderen Seite auch Stoffart. Und da wollen, beziehungsweise da werden wir euch voll und ganz mitnehmen. Wir werden es später gemeinsam konfigurieren. Die Grafik steht schon, aber wie gesagt, ihr werdet die Farbe und den Stoff am Ende des Tages entscheiden. Robert, müssen Ja? wir noch irgendwas dazu sagen? Hey Mann, am liebsten wäre es, wenn du jetzt alleine gehst und ich lage hier ein bisschen ein. Du bist voll in deinem Element, Ey, kann es sein? Das war legendär. Wenn ich so zurückdenke an meine Jugendzeit, wäre ich gleich nostalgisch. Das ist Aber einfach- Robert, vielleicht willst du mal ganz kurz sagen, was hast du denn genau gemacht? Ich war Fachkraft für Lagerlogistik im Tiefkühllager. Es war Horror. Ich habe den ganzen Tag Wildfleisch hinterhergefahren, aber es war witzig. Es war einfach eine witzige Zeit. Das sind sind auf jeden Memories. Fall richtige Erfahrungen. Ja, da habe ich mal richtig gearbeitet. Ja, genau. Hast nicht so tüffel ich das ja nur ganze rum. Jahr Urlaub Nee. wie bei mir. Hier Und chill ich nur. Robert ist ja gerade frisch vom Urlaub gekommen, denn Ja. der war einfach mal ganz entspannt 3 Wochen in Japan.
2 Wochen, Und Mensch. ja, ich durfte die Stellung halten, Oh, so du ungefähr. Aber ja, wie gesagt, ihr seht mal, das ist verrückt, wie weit es dahinter geht. Und wenn ihr euch wundert, warum das hier so ein bisschen komisch ausschaut. Das ist der Käse, der getrocknet wird. Ja, genau, ist der Käse, der getrocknet wird, so sieht's aus. Das ist extra hier, weil hier eben alles komplett neu ist. Um die und Bauchfeuchte raus. Genau, um die Feuchtigkeit rauszuziehen. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt noch hier nach vorne und dann werden wir uns einfach auf die Suche machen nach dem John, also ja Wahnsinn, einer wie von den riesig beiden das ist. Brüdern. Wir haben ihn schon mal jetzt gerade vorhin ganz kurz kennenlernen dürfen und der wird uns jetzt dann gleich rumführen. Und wie gesagt, ich möchte es nur noch mal gleich von Anfang an gesagt haben, schaut euch das Video bis zum Ende an, denn wir werden gemeinsam die Limited Edition gemeinsam konfigurieren und ihr werdet das Ganze entscheiden. Ich bin so gespannt, wie das jetzt hier gleich alles ablaufen wird. Und dann würde ich sagen, Robert, Geh mal Stablo fahren. ja, das ist, was ist mit dir? Dann bleib hier. Okay, kein Problem. Weil du hast schon mal den Knopf da gedrückt. Den? Hier. Ja, ist easy, da fährt einfach nur das der geht ja nicht. Muss so. der wendern? Schau her. Fährt es auf. So, nee, ist es aus? Ja, der hier. Funktioniert super. Oder beide. Nein, jetzt hör auf. Nicht, dass noch. Das leuchtet doch, der Knopf. Ich weiß es noch, wie es bei uns damals Ja, aber das war. fährt doch dann darüber. Robert, ich sag's dir, wenn jetzt hier was zusammenkracht, lass besser gut sein. Nee, du musst es hier falten. Keine Ahnung. Wird schon passen. Robert, ich glaube, wir lassen es besser gut sein. Nee, dann geht's auf. Der ist ja schon Ja, offen. eben, der ist schon offen. Also wir gehen jetzt. Wir gehen jetzt. Mann. Ich sehe nicht, dass hier jetzt noch gleich noch irgendwie was kaputt geht. Ich sag's dir. Jetzt lass es jetzt gut sein. Jetzt, Robert, reiß dich jetzt zusammen, du. Fix hier. Pass auf deinen Schädel auf. Ja, deswegen trage ich ja einen Helm, Robert. Ja. Und du nirgendwo drücken, gell? Ey, ich drück das so drauf. So, uns wurde nämlich gesagt, wir sollen hier nämlich einfach hochgehen. Ich sehe auf jeden Fall, Robert, hier ist ein bisschen was zum Anziehen da. Und schau mal, wer uns da schon erwartet. Hallo Robert. Ja. Na, alles gut? Ja, gut, hallo. Grüß Chef, dich. gut euch zu sehen. Hallo. Mensch, gib dir hier schon mal ein Mikrofon. Weil das ist natürlich wichtig, was du Okay, schön euch zu sehen. Warte, jetzt halt hier was verloren. Das hat er jetzt schon wieder verloren, Robert. Hä? Ja, Robert, ich habe hier eine Jacke gefunden. Du hattest ja Angst, dass wir keine Anzugsjacke für dich hatten. Warte mal, kannst du gleich mal anprobieren, Robert. Ja, und da haben wir in alle Größen. Ja, aber was ist denn das für eine Größe? Das ist eine Größe 86. Also da, Größe 86. Das- Dann schauen wir mal, wie Japan-Urlaub gewesen ist, oder wie? Das ist ja viel zu groß. kannst du hier mal sehen. Guck Das mal, ist ja Wahnsinn. da kannst du essen und essen und essen, so viel du möchtest. Aber Siehst du mal, wie du abgenommen hast Ja, auch. Das ist ja Ja. Wahnsinn, Mann. Das ist ja brutal. Da passt hier eine 70, passt ja locker rein. du passt schon alle Größen. Das ist wie so ein Mantel. Ja. Ja, geil. Ja, vielen Dank. Also da sieht man auf jeden Fall mal, dass ihr auch wirklich alle Größen eigentlich da Das habt, ist oder? richtig, von ganz klein bis ganz groß. Das ist kein Problem. Wer passt denn da rein? 2 Meter, Mann, oder? Ich Ja, glaub, da nicht passen notwendigerweise, die können auch nur sehr schwer sein. Also, wenn du ihn anziehst, kannst du mal sehen, Ja, warte mal. sieht das ja ein bisschen Zeig ich anders dir aus. das mal? Guck mal. Ja, ich kann das als Schlafanzug kann ich das hernehmen. Das kann man Hier. auch sagen. Das Easy, ist ja, oder? nicht, Schau das das ist ja mal an. das ist groß genug. Ist doch perfekt. Ja, etwas. Ich nehme die wieder. Mega, danke dir. Ja. Also ja, ich sehe, So. ihr habt wirklich alle möglichen Größen habt ihr so wir. ungefähr vorrätig. Aber jetzt mal ganz kurz, du musst ja erstmal einen Robert in der Ecke suchen, weil der war schon wieder am Gabelstapler fahren. Ja. Und jetzt ich habe dir ja schon ganz kurz einmal vorgestellt gehabt. Du wirst uns ja heute so ein bisschen rumführen. Gerne. Aber vielleicht kannst du ja noch mal uns einen ganz kurzen Überblick geben, so über Engel Workwear, was das du ist- jetzt hier das- genau das, machst Das, und so. das ist so, das ist ja ein altes Familienunternehmen. Mein Bruder Lars und ich, wir sind die 4. Generation. Und wir haben 3 Marken, also Berufsbekleidung, einmal Engel Berufsbekleidung und einmal Deer oder Jagdbekleidung und Freizeitbekleidung. Und dann haben wir Sonwil für Retail und für Business. Und wenn ich Business sage, kann das für Hotels, das kann für Banken, für Piloten und so weiter alles sein. Ach, ernsthaft? Genau. Und da können wir wirklich verschiedene ankleiden. Das kann ich euch gleich zeigen. Wir machen das zum Beispiel für Securitas und für Piloten mit den verschiedenen Farben an den Ärmeln, an der Ränge und so weiter. Ja. Das ist, da gibt es also viele Möglichkeiten. Ich bin richtig gespannt, weil ich habe sowas noch nie gesehen. Und ich glaube, da wird es bestimmt noch die ein oder anderen geben, die das mal wirklich brennend interessiert. Wie läuft das hier wirklich im Hintergrund ab? Aber ja, ich laufe voll und ganz dir hinterher. Okay, dann, Die Frage ist, wo sind wir jetzt hier erstmal? Jetzt sind wir erstmal im Sonwil Hängelager. Und das heißt, 85% von der ganzen Firma Engel ist eigentlich Flatpack. Das heißt, da liegen die Waren flach. Da kommen wir ein bisschen später rüber, gucken uns das Autostore Robottenlager an. Hier bei Sonwil ist das ein Hängelager, das ist Anzüge, schöne Hosen und die hängen alle auf Bügel, damit die sich
auch schön halten und schön aussehen, auch wenn die zu den Kunden rauskommen. Denn das ist eine super Top-Qualität. Ja. Und wo bin ich jetzt gerade gewesen, wo ich den Robert abgeholt habe? Ja, da warst du unten in unser neues Palettenlager und das ist Platz für 10.000 Paletten. Ach, verrückt. Und das ist unser Stoßlager für unser Robotenlager. Okay. Und auch, weil das ist für uns sehr wichtig, dass wir Platz haben, wenn wir die größere Mengen nach Hause bekommen, dass wir die da einlagern können und sortieren können, bevor wir die zu den Kunden rausschicken. Das habe ich eben vorhin gerade gesagt, warum wir uns ja auch wirklich entschieden haben, dass man mit euch zusammenarbeitet, ist, was das ganze Thema Schnelligkeit angeht. ja. Weil das ist ja wirklich so, wenn die Leute bei uns bestellen, die haben das ja wirklich so ungefähr am übernächsten Tag haben die das also schon. das ist einer von uns, ist sehr, sehr wichtig, dass wir schnell liefern können. Denn also der Preis ist ja egal, wenn man nicht liefern kann. Und deshalb, also für uns, Qualität ist nicht nur Qualität von Passform und Meterware, Qualität ist auch für uns Lieferfähigkeit. Und unsere Lieferfähigkeit, die liegt 97,5, 98% im ganzen Haus. Und das ist so in aller Bescheidenheit nicht so schlecht. Ja. Und das bedeutet auch, dass viele von unseren Kunden, Partner, mit uns sehr zufrieden sind, weil wir so schnell liefern können. Ja klar, das ist natürlich verständlich. Ja, genau. Und wie gesagt, hier, da haben wir zum Beispiel... Ach, verrückt, hier Security. Ja, genau, da machen wir mit verschiedenen Kunden Private Label für den... hängen das klar, haben wir mehrere Jahresverträge und dann können die ja, wenn die neue Angestellte haben und heute bestellen, schicken wir das schon heute oder morgen raus und dann haben das innerhalb ein paar Tage. Und das machen wir mit verschiedenen Firmen in ganz Europa. Das ist riesig. Ja. Das ist ja unglaublich. Und weil du gerade gesagt hast, also ihr seid jetzt in der 4. Generation. Ja. In 2 Jahren ist es ja dann soweit, dann habt ihr 100-Jähriges, oder? In 2 Jahren haben wir 100-jähriges Geburtstag. Das sind wir natürlich sehr stolz drauf. Und das gehört eigentlich auch in Familienunternehmen zu den Seltenheiten, dass die Eigentümer in der 4. Generation auch selber voll dabei sind. Ja. Das ist für uns Herzblut und wir atmen Textilien. Und das finde ich eben ja genau das Schöne, dass es eben so familiär das Ganze bei euch ist, weil bei uns ist es ja auch nichts anderes. Die meisten Leute denken ja immer, wenn wir den Gear Collector Track Day oder die Alpine Experience, sage ich mal, planen, dann denken die meisten immer, da steckt eine Agentur dahinter, aber am Ende des Tages ist der Robert und ich, die das machen, dann die Kumpels von mir, die dann bei der Anmeldung und bei allem unterstützen. Und am Ende des Tages... dafür, dass ihr das mit so wenigen Leuten, dass ihr das so wirklich so toll aber das ist das, was man am Ende des Tages zu schätzen weiß, dass es halt sehr familiär ist. Und das war halt für mich das von Anfang an, wo ich gesehen habe, okay, bei euch ist es so ein familiäres Unternehmen und ich liebe ja sowas. Ja, das ist auch für uns wichtig. Ja. Und wir sind auch so altmodisch, für uns ist ein Wort immer noch ein Wort. Ja, also deswegen auf jeden Fall schon mal danke, dass du dir da die Zeit für uns nimmst gerne, und uns hier gerne. so ein bisschen, sehr gerne. ein bisschen rumführst. Wir haben auch alles ganz gelassen, so fast, oder Robert? Mal ein bisschen angekratzt, aber ist kein Problem. Okay. was heißt das? Nein, alles Platz. Okay, pass auf hier, damit du hier nicht... Ja, du hast ja einen Helm an, dann geht eben. das ja. Safety first. Okay, hier wird dann das alles verschickt, also all die Hängewaren. Von welcher Fläche sprechen wir denn eigentlich hier insgesamt? Ja, also wir haben 29.000 Meter unter Dach und dann haben wir auch 2 eigene Nähstuben in Litauen, die uns gehören und die Flexibilität mit unseren 2 Nähstuben in Litauen bedeutet sehr, sehr viel für uns. Also zum Beispiel kann ich sagen, unter der ganzen Corona, wo sich ein Boot so ein bisschen schief in den Kanal gelegt hat und die ganzen Probleme mit den Corona-Häfen, die da geschlossen waren, da bekamen wir jede Woche von Litauen noch Ware. Und das ist also für uns sehr wichtig, wieder zurück dass ein Wort ist und dass wir liefern konnten. Ja. Und das Wahnsinn, dann habt ihr gar nicht hier alles nur in Dänemark, sondern auch dann... Ja, genau. Und das ist für uns sehr wichtig, dass wir lieferfähig sind. Und hier veredeln wir das Ganze mit den Drucken oder wir können auch sticken. Hier werden all die verschiedenen Bekleidungsstücke, die werden hier gedruckt. Also guck mal, das ist dann eine Regenbekleidung. Das ist jetzt eine Firma hier in Dänemark. Sehr, sehr große, auch Familienunternehmen. Ja. Auch wichtig. Da könnt ihr sehen, da werden dann die T-Shirts für euch exklusiv gedruckt. Und man kann auch, wenn man möchte, auch sticken. Aber für T-Shirts würde ich zu jeder Zeit empfehlen, die zu drucken, damit man nicht die Hinterseite von der Stickerei auf den Körper bekommt. Ja, das stimmt. Danke. Danke, Manuela. Danke. Ciao. Ja, die ist auch von Deutschland. Ah, sehr gut. Guck mal, das ist Danish Agro. Also das sind so viele Möglichkeiten.
was man auf den verschiedenen Produkten Ja. mit Name vorne oder hinten oder Firmenname oder Personal oder was die jetzt drauf möchten. Gut. Ja, genau das, was wir nämlich heute auch vorhaben, Leute. Und daher, wie gesagt, ganz wichtig. Danke. Jetzt zeige ich euch gleich unser erstes Firmenauto. Ja, das ist schick. Okay. Michael, das ist was für dich, aber das geht nicht so schnell. Das hier, oder wie? Ja, genau. Hey, das ist doch perfekt. Schau mal Ja, hin. ja, das passt Robert, ja. da kannst du dich vorne draufsetzen. Ja, genau. Dann kannst du dich Ich schieb ein bisschen an, ein bisschen Ja. hier Beintraining, weißt? Und dann kracht's zusammen. Ja. Jetzt gehen wir ins Lager. Noch ein Lager. Das ist echt Wahnsinn, wie riesig das ist, oder? Und jetzt gehen wir rüber das ist auch ein Stoßlager zu unser neues Robotlager. Okay, Und das nennt sich Autostore. Das ist ein norwegisches System. okay. Und in dem System, da haben wir 138.000 Bins und Ja. 40 Roboter. Die sind für uns sehr wichtig, wieder zurück zur Logistik, zur Lieferung. Das bedeutet, dass die Kunden, die können jeden Tag bis 3:30, 4 hier anrufen, dann schicken wir am selben Tag, wenn die nicht veredelt werden sollen, die Ware raus. Das ist verrückt. Aber genau das ist der Grund mit der Schnelligkeit. Mal überlegen, Leute. Wir können noch bis um 3:30, 4 bestellen und dann wird es an dem Tag noch rausgeschickt. Auch noch ein bisschen Zeit. Gut. Was ist denn hier los? Ja. Dann haben wir noch ein kleines Stoßlager. Und hier ist die Regel, wir halten ja in der Firma, da machen wir nicht sauber, wir halten sauber. Und das ist für uns sehr wichtig. Sehr clean. Speziell auch für die ganzen Kollegen, damit das immer schön ist, denn Pappe, Plastik, Textilien gibt ja immer viel Staub und das muss, es ist egal, ob es hier ist oder im Büro ist, es muss immer schön sauber sein. Ey, also, ganz kurz. Wie riesig ist das hier bitte? Ja, fast so groß wie deine Wohnung da. Das ist ja unglaublich. Aber auch Wahnsinn, wie clean und aufgeräumt hier alles ist. So soll es jeden Tag sein. Ja. So muss es sein. Ja, ihr habt aktuell 595 Mitarbeiter Ja, gesagt? das ist inklusive Litauen. Okay, Hier in Dänemark sind wir 195 und dann sind wir 400 in Litauen. verrückt. Und wie gesagt, das sind unsere eigenen Nähstuben. Ja. Und das sind super tolle, tüchtige Näherinnen und wirklich sehr, sehr funktionelle Nähstuben. Und wir bekommen jede Woche 2 Lastenwagen von Litauen hier mit Waren an. Okay. Dann gehen wir hier in die neue Autostore-Anlage. Das zeige ich euch hier mal. Das nennt sich so ein Bin. Und ein Bin, das ist so ein Plastikkarton, wo die Waren drin liegen. Und das ist dann alles mit einem Barcode befestigt. Und das heißt, dann wissen wir genau, wo die ganzen Waren liegen. Und das sind immer 16 Plastik, also von den Bins übereinander. Und das sind 138.000 Bins, wo wir jetzt hier reingehen. Wie viel Bins sind das? 138.000. 138.000, was? Wahnsinn. Das ist also für uns sehr, sehr wichtig, wieder wegen der Schnelligkeit und der Lieferung. Und das sind die tüchtigen Leute hier, also die sind wirklich super zu packen und das geht immer wirklich, wirklich schnell. Ja, ich sehe, das geht richtig, das geht ist richtig toll. zügig. Wir können nach oben laufen, wir können mal die Roboter sehen, wenn die oben umfahren. Ja, super gerne. Danke. 138.000, willst du mich eigentlich komplett auf den Arm nehmen oder was? Also, ganz kurz, Robert. Ich will ja gar nicht wissen, was hier für ein Warenwert hier gerade, also wo wir jetzt gerade hier rumgelaufen sind. Und hallo. Ja, und vor allem, wenn wir jetzt gleich mal schauen, hier 138.000 Kartons. Ich glaube, da geht was. Das ist, ach krass. Dann habt ihr Wie geil ist das denn? so Oh, da darfst du gleich reinspringen. Robert, du hast es im Griff? Ja, geht so. hier, das ist also wie gesagt 40 Roboter, Autostore-Roboter und Warte, ich komm mal runter, damit wir euch wieder sehen. ja, okay. Ja, ich kann dir leider keine Tour geben. Ja, leider. Auch beim nächsten Mal. Ja, Robert, spring doch mal drüber. Kein Problem. Schau doch mal nach. Hä? Da müssen wir sehen, wann du wieder rauskommst. Aber das ist ja Wahnsinn, das ist ja hier komplett alles. Also das ist ja so, das ganze Haus, unser ganzes Lager, ist egal, wo man im Haus guckt, das ist ein kontrolliertes Chaoslager. Ja. Hört sich so ein bisschen umgekehrt an. Ein kontrolliertes Chaoslager, das ist gut. Und dann wissen wir wissen genau, wo alles liegt. Also das ganze Haus ist auf Barcodes und das ist jetzt so alles auf ein ABC-System gelagert. Ah, hier das sieht heißt, man's jetzt so jetzt schön. müssen die gerne hier die Shorts unten liegen. Das ist Ja. Wahnsinn.
Das heißt, Wie das, viel effizienter ist es dann für euch? Also das ist so, als wir das angefangen haben, kann ich euch ein Beispiel geben. Dann haben wir so ein Repeat Order nur mit 17 Stück und das haben wir dann manuell gepflückt. Und das hat, also im alten Lager, und das dauerte ungefähr 16 Minuten und hier dauerte das unter 4 Minuten. Das heißt ja, unsere Schnelligkeit, unsere Flexibilität ist viel größer und wir haben auch keine, und das heißt ja auch, wir schicken viele mehr Waren raus mit denselben Händen. Und das ist ja eigentlich, worum es sich geht. Ja. Und jetzt seht ihr, da ist ja voller Aktivität schau dir das hier. mal an, was da abgeht. Das sieht ja verrückt aus. Ja. Vor allem, du denkst, Man soll sich das wie so eine ganze Ameisenfamilie vorstellen. Alle helfen alle. ja, ich denke mir so, wann crashen die jetzt zusammen? Das ist zum Glück noch nicht passiert. Das ist ja unglaublich, Ja. die Logistik. Ja, das ist wirklich fantastisch. Und ihr seht ja auch, wie eng oder wie dicht die aneinander fahren. Ja. Das ist alles Aluminium und das ist sehr leicht und das muss aber auch auf einen Millimeter passen. Und das ist für uns ein sehr tolles System. Hier, das sieht man jetzt so schön. Jetzt geht es hier rüber und dann sozusagen fährt das runter und Genau, und dann laden ab und dann pflücken die, was die gepflückt werden muss. Und wenn die das aus den Kartons rausnehmen, wird das wieder hochgeschickt und dann, ja, guckt mal, dann fahren die wieder raus und lagern das. Der Platz ist halt perfekt Ja, genutzt dafür. genau. Und das ist, also das dreht sich alles um Zeit. Ja. Vor allem, ich sehe auch gerade, das Platz. geht ja noch bis da nach hinten Ja. weiter. Genau, das sind hier die 5 Löcher drüben, da haben wir noch eine Halle dran. Also da bin ich jetzt komplett geflasht. Das Sowas habe ich noch nie gesehen. Und wie lange habt ihr das jetzt schon? Das hatten wir jetzt, seit 18 fingen wir an, aber seit 2022 haben wir das ja das zweite Mal erweitert. Aber das erspart halt einfach unglaublich viel Zeit. Absolut, also das ist und auch Platz. Also ihr habt ja sehen in den anderen Gängen, wo wir waren, da ist ja die ganzen Gänge für die Trucks, die da rein und raus müssen. Ja. Den Platz haben wir hier so Vakuum, also ausgesaugt und das ist alles hier konzentriert und das ist ja Aber was das System wirklich bedeutet. da hab ich halt jetzt natürlich eine wichtige Frage, weil natürlich, das ist jetzt alles richtig, richtig geil, wenn man das sieht, aber dann ist halt natürlich so ein bisschen so ein Thema, sorry, dass ich das fragen muss, aber wie sieht es dann jetzt halt mit Thema Arbeitsplätze aus? Weil die Arbeitsplätze übernehmen ja sozusagen jetzt aber die Roboter. Wir sind die letzten Jahre in einem sehr, sehr positiven Wachstum gewesen und haben keine gehen lassen. Das heißt, wir haben eigentlich die Leute angestellt und schicken trotz und wegen dem Wachstum schicken wir mehr Waren aus. Ach Wahnsinn, ja okay. Ja. Okay, das heißt in Nein, dem zum Sinne... Glück, das war natürlich ein Thema. Aber, Ja, also in dem Sinne, es ist kein einziger Arbeitsplatz dadurch weggefallen. Im Gegenteil, es sind die neue... Arbeitsplätze, die sind, wie soll man Rotiert sagen, worden? rotiert und ein bisschen geändert. Genau. Aber immer, denn das ist ja auch wichtig bei dem System. Da soll ja auch Ware reingelegt werden. Ja. Das System darf ja nie leer laufen. Und das funktioniert für uns sehr, sehr, sehr gut. Unfassbar. beeindruckend. Dann finde ich es natürlich jetzt noch umso besser. Und dann haben wir oben drauf diese Sonnenenergieplatten liegen, um das hier Ganze mit Energie, ja Solar, genau. Und das haben wir auch auf der wo wir unten, Robert, wo du da ein bisschen, ja genau, in der Halle, haben wir auch Solar auf dem ganzen Dach. Und das haben wir auch auf unseren Nähstuben in Litauen. Ja. Und das ist natürlich für uns sehr, sehr wichtig. Ja, klar. Das heißt auch wirklich, was das ganze Thema Zukunft angeht, was das ganze Thema Nachhaltigkeit Absolut. Das ist für uns sehr, sehr wichtig, denn wir haben ja alle Interesse in unserer schönen Welt, dass wir auch die Zukunft... vor allem auch Dänemark steht ja sehr dafür, was das ganze Thema, sage ich mal, Nachhaltigkeit, auch Thema Recycling. Ja, auch, absolut. Aber da haben wir ja alle ein Interesse, dass das ausgebreitet wird. Und das ist für uns sehr, sehr wichtig, das Thema für Nachhaltigkeit. Und wir arbeiten sehr, sehr viel damit, das muss ich sagen. Also das ist für uns wichtig. Wie sieht es, wenn wir gerade schon bei dem Punkt sind, generell so mit dem Thema Recycling aus? Ja, das heißt jetzt auch, sage ich mal, jetzt irgendwie alte Kleidung oder das ist so, wir haben jetzt schon ein Berufsbekleidungsset fertig gemacht und das ist von alten Fasern, das heißt Faser zu Faser gemacht worden. Und das ist ja so, wenn man eine Bekleidung auseinander nimmt, da werden die Faser ja immer kürzer. Jetzt haben wir einen Weg mit den Lieferanten gefunden, wo wir die Faser wieder wiederverwenden können. Genau. Okay. Und dann haben wir da jetzt schon ein sehr, sehr interessantes Stück Arbeitsbekleidung gemacht, das wir jetzt auf der A&A zeigen werden. Wahnsinn. Bin ich mal gespannt. Robert, hey, schau mal, ich habe was gefunden für dich.
Schau mal hin. Ja, das ist unser Krankenwagen, wenn da was passieren sollte. Wenn Not am Mann ist, Wenn was weiß ich, ein Riemen geht oder die Winterreifen haben sollen oder was weiß ich, dann können wir da die reinziehen. Aber ich glaube nur, das ist ein oder zweimal höchstens benutzt worden. Das ist ein fantastisches System. Wahnsinn. Aber Gott sei Dank. Ja, genau. Gut, jetzt gehen wir in unsere Showroom, wo wir euch die verschiedenen Produkte zeigen können. Okay. Ich glaube, was fast cooler wäre, wenn wir jetzt erstmal Vergangenheit anschauen, oder? Ja, Die Geschichte. Können wir auch. Schauen wir erstmal im Keller. Ja, können wir auch. Das ist ja so, wie ich vorhin sagte, also wir sind ja fast 100 Jahre alt. Hier in 27 sind wir 100 Jahre alt. Und da sind wir natürlich als firmengeleitete Familienunternehmen sehr, sehr stolz drauf. Hier ist ein Bild von unser Urgroßvater Friedrich Engel und Luise Engel. Hier ist dann ein schönes Bild von unserem Vater und unserer Tante, ein Jugendbild kann man wohl sagen. Und dann haben wir eigentlich, wann wir unsere erste Nähstube hatten, das war hier die Entree, also Entrance, wo die reingekommen sind. Und da haben wir von unserem Großvater sein originales Hut noch aufbewahrt und sein Bruder Jakobs originaler Hut haben wir auch aufbewahrt. Liegt auch hier. Ach, mega. Das ist immer schön, die Historie hier aufzubewahren. Ja klar, die ganzen Erinnerungen. Und dann haben wir hier so unser historisches altes Büro und so war das bis vor 2018, da war das noch an der anderen Gebäude und das ist dann hier ein deutliches Bild von Friedrich Engel und Luise Engel und unser Großvater Karl und sein Bruder Jakob und dann unser Vater Karl Engel und Inga Engel. Und dann haben wir hier auch welche von den alten Hauptbüchern aufbewahrt. Und das ist so, und nicht unhöflich zu sein, aber ich kenne nicht so viele Leute, die heute noch so schön Ich wollte gerade sagen, schau mal, wie schön das geschrieben ja, ist. das ist Ja, bei mir kann man gar das nichts ist so ein lesen. Doktorgrad. Ja, bei mir kann man gar nichts lesen. Also das ist ganz toll. Und da haben wir auch welche von den alten Materialien, Büchern und so weiter, haben wir auch von 1930 aufbewahrt für Hosenbund in Streifen und Hosenbund in Check. Und das ist, das sieht man ja hier. 1930. Ist ja unglaublich. Ist ja alles drauf. Die ganzen Namen von den ganzen Näherinnen, die ja in den ganzen Jahren angestellt wurden. Und ja, auch hier Rechnungen von den Maschinen in den 30er Jahren, Dürkerberge, Bielefeld und so weiter. Das ist Wahnsinn. sehr Ich liebe schön ja zu- solche Erinnerungen, weißt du? ja, genau. Solche Sachen zu sehen. Genau. Dass das hier noch so zelebriert wird, ist mega. Und dann haben wir, guck mal hier auch das Kassenbuch. Und da kommen wir wieder zurück zu Schau mal, wie das Schreiben. geschrieben Also, ist. Also das versteht man fast nicht, aber so war das. Und ich kann euch sagen, Jakob Engel, der war ja für die Finanzen tätig. Und wenn da nur ein Pfennig fehlte, sollten die wieder von vorne anfangen. So war das. Ernsthaft. Ja, das war so korrekt. Und heute alles digital, drückst einmal auf nach hinten wieder Aber Delete. Hier, das war so hier, wo das in anderen Büro ist, haben wir das hier zu neuen Gebäude gestellt. Aber das war mein Vatersplatz, mein Tantesplatz und mein Großvatersplatz und sein Brudersplatz. Also das ist schon in Generationen ist der Tisch und die Plätze ist alles gebraucht. Das ist unglaublich. Ich liebe ja solche Erinnerungen von Alles früher. wurde ja auch zu der Zeit mit Tinte geschrieben und dann hat man ja nachher die Tinte rübergerollt, damit das nicht ausschmiert und so weiter. Und, ja. Das sind Zeiten, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Ja, und so lange ist es gar nicht her. Nee, so lange nee, ist es ja aber- nicht her. Deswegen, da sieht man mal, wie schnell sich das entwickelt hat. Und vor allem finde ich ja das Verrückte, die letzten 10, 15 Jahre, wie schnell sich da entwickelt hat. Jetzt nochmal die ganze Technik. Ja, die digitale. Also wir sind ja Unglaublich. schon von unserer Telefonen, da sind wir ja fast abhängig. Ja. Das ist Wenn nicht abhängig. Ja, genau. Gut, dann haben wir auch so eine kleine Nähstube hier etabliert. Und das ist die originale Nähstube. Und das hier, das ist unser Großvaters alter Tisch von dem ersten. Und dann hier zeige ich euch mal hier so mal einen Stempel. Das sieht man ja deutlich. Und dann haben wir hier unsere Nähstube mit originalen alten Maschinen und ein Bild von der Schneiderei. Unser Vater in der Produktion und haben wir auch noch von der Nähstube. Und unser Vater, der war also ein sehr, sehr tüchtiger Textilingenieur und war sehr gut mit Finish und Maschinen und so weiter, damit das alles sehr rationell in den Nähstuben durchlief. Und da haben wir hier die ganzen... Das für eine Riesenschere. Ja, also das ist Das ja ist so... wie so eine Gartenschere ist das. Ja, also man soll das nicht bei Nägeln gebrauchen, aber das ist ja so das war ja für die Schneiderei. Das
muss ja alles, wenn man so schneidet, muss das ja immer gerade sein und die müsst ihr den ganzen Weg über die 1,50 Meter Warenbreite reichen können. Und deshalb so schwer, das bleibt auf der ja, also Die müssen wir heben. Die wiegt ein bisschen was. ja. Ah, und hier ist es abgeflacht, damit es gerade bleibt. Genau. Ist auch, aber daran sieht man auch schon, wie durchdacht das Ganze früher gewesen ist. Ja, unglaublich. zumindest ein Detail. Ja, und dann haben wir wir haben das ja auch hier wow. haben das ja auch hier so die ganzen von der Werkstatt für die Mechaniker aufbewahrt. Also das ist alles original behalten. Nägel gekauft, also hier von Union Special in Stuttgart. Also damals kam das ja so in Papier eingepackt, so richtig zierlich. Ach, Wahnsinn. Und heute, wenn wir die Nägel kommen, wird das ja so nur in einen Plastikkarton. Genau. Ganz schnell. Ja, genau. Und das ist ganz schnell und simpel. Und die ganzen originalen Maschinenteile immer noch original aufbewahrt. Also das ist. Ich wollte gerade sagen, unglaublich, dass das alles hier Das sind so alles Maschinen. aufbewahrt. Das ist alles Maschinen, die uns in unserer Produktion waren. Robert, du kannst dich gleich an die Arbeit machen, wenn du willst, oder? Hä? Gerne. Kannst du auch Guck eine mal, hier aussuchen? ist einer von den ersten originalen Qualitäten. Das ist die. Also das ist eine von den Qualitäten. Die nennt sich eigentlich 55 die Qualität, aber das war was am dichtesten von Denim. Denn Denim war ja eine von den ersten Qualitäten, das mein Großvater aus der USA mit hatte. Und das waren diese Typen. Unglaublich. Und da könnt ihr auch hier hinten sehen, da haben wir welche von den ersten Schnittmustern. Haben wir auch aufbewahrt. Von den verschiedenen Styles, die wir da jetzt hatten. Und ein Overall und Jacke und die verschiedenen Teile. Und dann hier haben wir auch immer noch die ganz ersten Maschinen. Und jetzt heutzutage drückst du auf den Knopf und das System macht das alles Michael, für dich. komm mal, wir heben mal einen an. Kannst du mal Ich will gar nicht wissen, wie schwer das Kannst ist. du mal merken, also das ist... Boah, das ist okay, das merkst Hast du? Also Ja. das ist total schwer. Das ist ja unglaublich. Ja, das, Gusseisen, oder? ja, das ist es nämlich. Das ist wirklich... Ja, das ist für die Ewigkeit geworden. Hier ist das auch ganz viel Spaß. Also hier, das war so, unsere Nähstubenleiterin, die war sehr tüchtig, die war sehr, wie soll man sagen, das soll alles voll in Ordnung sein. Und diese Näher hier, das nennt sich, man sieht das eigentlich, das nennt sich One-Arm-Needle-Stitch. Und wenn man das so sieht, ähnelt das auch so einen Namen. Und dann hatten zwei von den Näherinnen, die haben hier hinten ihren Namen eingekratzt. Also einmal Frieda 26.06.52 und einmal Gerda 2852. Das ist ja ganz toll. Da haben wir drin, wir haben ja die ganzen Namen und dann haben wir herausgefunden, wer das war. Und dann, das ist ja schön. Wahnsinn. Ja, das ist schön. Also und Geschichte dahinter. Ja. also Ich liebe der sowas. Raum hier, also ich muss sagen, unser kleines Museum ist für uns sehr, sehr wichtig, denn das ist unser DNA. Ich wollte gerade Das sagen, ist- dadurch ist ja alles entstanden. Das meine ich. Und wir sind das muss so gepflegt werden. wir sind ja unser Vater, unser Großvater und Urgroßvater sehr danke. Und unser Vater hat uns ja ein tolles Plattform hier möglich gegeben, um weiterzubauen und tun das auch. Und das ist ja fantastisch, dass wir das zeigen können. Ja, voll. Und das ist das ist wovon wir kommen. Ja. Vor allem, was ihr eben jetzt in den letzten Jahren da auch nochmal zusätzlich alles geschaffen Ja, habt. aber das kann man ja auch nur, weil da ein gutes Fundament ist. Ja, Und hier, jetzt gehen wir raus, das müssen wir rausstempeln. So, jetzt können wir rausgehen. wie geil. Mit der Karte rein tun, ja genau. Jetzt können wir wieder in den Showrooms gehen. Showroom und dann, glaube ich, ist es eh schon soweit, Robert. Dann wird's soweit. Dann wird's nämlich ernst, Leute. Meine Güte. So. Ah ja, hier, genau, wie ich es vorhin schon angesprochen habe, Deer Hunter. Ja, genau, hier habt ihr den Deer Hunter Raum und Deer Hunter, super tolle Kollektion. Also das sind ja die verschiedenen Waren, sehr, sehr wichtig. Also das muss ja wasserdicht sein, das darf nicht so viel lärmen auf der Jagd und Passform muss richtig sein und super tolle Qualitäten und ganzen Weg durch. Also Qualität wie auf den anderen zwei Marken auch, das ist für uns ganz wichtig. Ist egal, welche von unseren Produkten im ganzen Haus, das muss Qualität sein. Und natürlich, ihr seht ja auch das ganze Orange, das ist ja auch wichtig für Jagd, also Sicherheit. Dann gehen wir in unsere Sonwheel-Abteilung. Ah, Robert, jetzt kommen wir hier mehr in deine Abteilung. Ja, hier. Ja, also hier gibt es ja auch viele Möglichkeiten. Anzüge, Chinos, Jeans, wie ich schon vorhin sagte, zweimal. Also das ist einmal Retail und das ist einmal Corporate Wear. So, jetzt gehen wir. Danke. Einmal straight, oder? Ja, genau. Ah, okay, und hier ist dann sozusagen jetzt komplett alles Engel Workwear. Da ist Engel Workwear, genau.
Also unsere neue Super Entire-Kollektion wird sehr, sehr gut angenommen. Die verschiedenen Galaxy, die neue Serie, unser Safety, ein bisschen davon. Wirklich toll, also Sicherheit vor allem und die verschiedenen Möglichkeiten. Das ist jetzt nur hier so ein kleiner Ausschnitt von den verschiedenen Produkten. Richtig, richtig gut. So, Das wird jetzt langsam ernst, oder? ich glaube, ja, ich wollte gerade sagen, es wird langsam ernst. Ich weiß nur noch nicht, wo wir jetzt dann gleich die Konfiguration Ja, ich glaube, da müssen wir nochmal ganz lieb fragen. machen werden. Das klären wir jetzt dann gleich nochmal. Mit dem Lasse klären wir das jetzt dann gleich mal ab. Ja, der hat Zugriff. Aber ich bin komplett geflasht. Ich weiß auch nicht, was ich großartig jetzt gerade sagen soll, weil Robert, hättest du das gesagt, dass es so riesig ist? Also, mir war Engel schon ein Begriff, aber dass das so ein riesen Ja. Ding ist, hätte ich nicht gedacht. Ja. Freut uns und danke, dass ihr die Zeit genommen habt, hier hinzukommen. Also das freut Na uns. du, also danke dir, dass du dir da die Zeit genommen hast. Weil für Gerne. mich war es einfach mal extrem interessant zu sehen, was steckt hier so dahinter, Ja, aber ja. natürlich auch wirklich für die Community, Ja. die ja wirklich da am Ende des Tages ja wirklich die Endkunden sind, damit man auch mal wirklich sieht, okay, die Qualität und allem drum und dran, also Wahnsinn. Also das ist ja so für unser ganzes Familienunternehmen hier. Also wir sind Familienunternehmen, aber wir haben super tüchtige Kollegen und ohne die Kollegen können wir natürlich nichts machen und das ist für uns sehr wichtig. Wie gesagt, also wir sitzen alle im selben Bus, wir wollen die gleiche Richtung und das ist für uns sehr, sehr wichtig. Ja. Mega. Vielen, vielen Dank dir. Danke auch. Danke dir. Schön, fahr vorsichtig. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Fahr Robert, vorsichtig. Ja, ich immer. und jetzt Robert, jetzt machen wir uns an die Arbeit, oder? Ja, jetzt wird gearbeitet. Also, auf geht's. Okay, danke. Tschüss. Jetzt ist die Stunde der Wahrheit gekommen. Jetzt wird's ernst und jetzt seid ihr voll und ganz mit dabei. Aber davor noch mal ganz kurz, denn ich möchte euch einmal jemanden vorstellen. Das ist nämlich der Lasse. Also mit dir hat ja eigentlich so alles begonnen, mit unserer Partnerschaft, muss man ja ganz ehrlich und offen Ja. sagen. Wir kennen uns ja schon seit einer längeren Zeit. Ja. Du bist jetzt seit 2 Jahren hier bei Engel. Ja, ungefähr, ja, fast. Und ja, so ist eigentlich das Ganze losgegangen. Und wir werden jetzt gemeinsam euch nämlich zeigen, was wir nämlich mit der nächsten Limited Edition vorhaben. Was der Robert dann nämlich da so gemeinsam Ja. kreiert hat, oder? Ja, wollen wir mal gucken, ne? Also. Und du wirst uns jetzt so ein bisschen das Ja. Ganze erklären, denn Leute, wir haben es ja jetzt gerade gesehen und habe jetzt noch mal mehr festgestellt, was man eigentlich alles an Möglichkeiten hier mit euch gemeinsam hat. Ja, ist brutal. Also die Range, die wir da halt anbieten, das ist ja etwas, was uns ja auch auszeichnet. Ja. Und darüber sprechen wir jetzt ja gleich, welche Qualitäten du haben möchtest, wie sieht das aus, Genau. was können wir dann noch gemeinsam alles irgendwie Stoff anbieten für und deinen so weiter Shop. und Ja, so fort. natürlich. Aber Es wird alles so werden, wie du es möchtest. Genau. Aber ich glaube, im wichtigsten Schritt ist jetzt als erstes, dass wir euch mal das Logo, wie die Limited Edition werden wird, dass wir euch das mal ganz kurz zeigen. Komm, hauen wir raus. Wischen wir. Let the magic happen. Das ist es. Keep on rolling, Leute. Und wenn wir genau hinschauen, wir haben hier die Felge vom F40. Und wir haben ja sozusagen beim letzten Mal im Zuge des Gear Collector Track Day haben wir Track Day Club die Limited Edition gehabt. Und jetzt geht es eben hier weiter mit dem sogenannten Keep on Rolling. Limitiert auf 100 Stück. Bin gespannt jetzt dann auf eure Kommentare, wie euch hier die Grafik gefällt. Wir haben das schon ein bisschen länger dran getüftelt gehabt. Also es ist schon verrückt. Man sieht jetzt dann am Ende des Tages das Resultat und denkt sich so, okay, ja, ist geil. Aber wenn du dann wieder überlegst, wie viel Arbeit da so dahinter Ist so. Es ist verrückt und wirklich Ja, ja. bis ins kleinste Detail mit dem GEC. Und dann, ich dachte mir halt so ein bisschen so diesen Effekt reinbringen mit den Schuhen. Ja, also am Ende des Tages, ich bin gespannt auf euer Feedback. Ich fand's mega. Ich finde es auch super cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Also als wir es das erste Mal dann bekommen haben, sieht sehr, sehr gelungen aus. Und es ist auch wirklich, sage ich mal, zum ersten Mal wirklich was komplett anderes. Es hat jetzt mit Track Day Club hat's ja begonnen. Wir hatten ja damals schon im Zuge dessen GT3 RS-Version haben wir ja mal ganz früher gelauncht. Ja. Aber wie gesagt, das ist gar kein Vergleich mehr zu der Qualität, zu dem, wie wir das jetzt dann gemeinsam gestalten. Und ja, Thema Gestalten, Leute. Wir haben nämlich ein bisschen was vorbereitet, denn am Ende des Tages, wie gesagt, das ist die Grafik, das wird die Limited Edition, aber jetzt geht es natürlich darum, welche Farbe nehmen wir und vor allem welchen Stoff. Da wusste ich ja auch überhaupt Richtig. nicht, welche Möglichkeiten man da hat. Ja, am Ende alles. Wir haben ja so ein bisschen eine kleine Vorauswahl
getroffen. Wir haben hier einmal unser 100% Baumwoll-T-Shirt und wir haben hier auch nochmal ein Mischgewebe, wo wir 60% Baumwolle, 40% Polyester haben. Alles hat so seine Vor- und Nachteile. Wenn wir jetzt auf das Mischgewebe gehen, dann kann man natürlich auch sagen, so, das muss die Community sagen oder auch du, was du dann halt haben möchtest, dieses Thema Farbechtheit. Also hast du einen Polyesteranteil drin, ist ein bisschen stabiler, die Farbe bleibt länger behalten, gerade nach den Waschgängen. Geht bei Baumwolle ein bisschen eher mal raus. Auf der anderen Seite ist es doch schon eher in dem Einsatz, wie ihr es dann ja auch habt und wie du es dann ja auch einsetzen möchtest, würde ich so tendenziell auch eher sagen, so dass das 100% Cutten ist halt eigentlich das Richtige für dieses T-Shirt. Würde ich empfehlen auf jeden Fall. Es ist halt extrem beliebt, oder? Ja, natürlich. Kann man sagen. Ja, natürlich. Also wir sind ja auch an der Stelle auch, ja, du siehst es ja auch wir haben ja immer unser Ökotex-Siegel. Baumwolle ist ja auch nicht ganz Baumwolle, aber da sind wir halt auch total grün unterwegs. Wir haben hier einen schönen Baumwollstoff. Das ist ja genau das, dieser Nachhaltigkeitsaspekt. Auf der anderen Seite würde ich jetzt auch sagen, bei unserem Polyester, es ist ein recyceltes Polyester. Also das ist halt nicht etwas, darauf legen wir ja bei Engel ja auch Wert, dass die Nachhaltigkeit, dass die Sustainability natürlich bei uns ganz, ganz groß komplett gegeben ist. Ja. Ich liebe ja auch hier dieses T-Shirt. Das habe ich ja auch in allen möglichen Farben von es ist euch. cool. Ich finde es halt einfach vom Komfort her so gut zum Tragen. Aber das ist wieder vom Material her jetzt anders, oder? Das ist anders, ja. Hier hast du 92% Baumwolle und 8% Elastan drin. Das macht halt einfach so diesen Fit aus. Also es springt ja auch immer wieder so richtig schön zurück. Ja. Hast das natürlich auch eng anliegen. Das ist jetzt halt auch ein Shirt. Ich meine, ja, du kannst das ja auch sehr gut präsentieren gerade, dass das halt einfach auch genauso zu dem passt, welchen Fit du auch gerade tragen möchtest. Hier ist das ein bisschen weiter, das sitzt ein bisschen lockerer. Hier ist es eng anliegen, da kannst du super drunter tragen. Ja. Also für alles, für jedes Herz haben wir die richtige Lösung, ja. Robert, was wäre denn vorab deine Meinung, deine Entscheidung? Auf welches Material würdest du gehen? Mittlerweile sage ich 100% Baumwolle mache ich gar nicht mehr so. Echt? Also so ein Mischgewebe ist okay. Fast besser. Also persönlich. Gut, am Ende des Tages, wie gesagt, Leute, wir werden das Ganze auf Instagram posten. Dort wird es dann eine Umfrage geben und da könnt ihr dann wirklich komplett abstimmen. Also wie gesagt, vom Stoff her. Und dann geht es halt natürlich jetzt weiter. Ja. Thema Farbe. Ganz wichtiges Thema, denn mit der Basic Line, die es ja jetzt seit einer gewissen Zeit schon bei uns im Shop gibt, weiß, schwarz, aber wir wollen natürlich so ein bisschen Farbe reinbringen, vor allem bei so einer speziell limitierten Edition. Und ich weiß nicht, vielleicht kann man ja mal kurz eben diese anderen Farben zeigen. Genau. Ja? Womit fangen wir am besten an? Wir haben ja hier den Rot. Rot. Ist natürlich auch Signalfarbe, ne? Das geht natürlich irgendwie total nach vorne. In Verbindung mit F40, wegen der F40-Felge. Ja. Könnte wirklich mega auch ein geiler Match sein, auf jeden Fall. Ja. Finde ich zum Beispiel Bombe. Also blau. Super cool, ne? Das ist halt dann sozusagen hier. Ja. Was wir das Nimmst hier du an. haben. Und Leute, ihr müsst euch das ja wirklich vorstellen. Wir haben ja dann hinten komplett den Druck drauf, das Keep on Rolling. Auch natürlich ein wichtiger Punkt ist natürlich mit vorne. Sollen wir wie bei der Basic Line das sogenannte Gear Collector Logo wieder machen oder sollen wir es vorne einfach clean lassen, wo ich jetzt gerade so ein bisschen am Überlegen bin oder vielleicht, ich weiß nicht, das müsste man sich nochmal überlegen, wie man das macht. Ja, genau, beim Trackday hattest du ja Trackday Club, das kam natürlich irgendwie auch ziemlich cool rüber, dass man da halt vielleicht nach vorne was macht. Genau. Das muss man schauen. Also deswegen da muss man was entwickeln, ja. Das wäre jetzt so ein bisschen so mein Aber Thema, dass ich sage, vorne dezent lassen, weil wir haben ja hinten schon einen richtig schönen Druck. Ja? Ich glaube, das sind so Themen, dass man daran einfach noch mal arbeitet. Aber ja, ich finde Blau finde ich eigentlich auch ziemlich sexy. Guck mal. Hat schon was, ja. Oder? Ja. Ich kann dir gleich mal eins anprobieren. Auf jeden Fall, musst du auf jeden Fall. Dann sieht man auch ein bisschen den Fit, gerade auch den Unterschied zu dem, was du anhast. Genau, ich würde fast sogar irgendwie so übergehen, vielleicht hier auf... das Oliv? Ja, das Grün oder Grau, je nachdem. Der Grauton, das sieht natürlich mit Weiß auch. Das matcht total. Ja, das ist also für mich mein Favorit. Vielleicht können wir da einmal ganz kurz weitermachen. Das ist jetzt das Dunkelblaue, was wir hier liegen haben. Das ist jetzt das Dunkelblau, ja. Da ist das Hellblaue vielleicht noch ein bisschen cooler. Jetzt sind wir in dem Anthrazit, ja. Genau. Und Anthrazit, das finde ich schon... Das ist der Grünton? Das ist so ein bisschen olivgrün. Ja, also das haben wir hier. Also für mich definitiv eigentlich schon hier, die zwei sind meine Favoriten. Also da ist das Blau auch? Blau ist deswegen, siehst du, und das ist genau der Grund, Leute, warum wir das nicht entscheiden werden, sondern ihr, was euch am meisten taugt, ja. Alles cool. Aber für mich persönlich eigentlich Anthrazit und das Grün, finde ich lass eigentlich. Lass sie doch mal hier einfach beide nebeneinander legen. Aber ich kann Dann kann man noch mal so ein bisschen die Unterschiede... Soll ich mal eins kurz anprobieren? Ja, solltest du. 12 Sekunden später. Und? Großartig. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich finde, was das T-Shirt ja auszeichnet, ist ja
bei uns immer bewusst ein bisschen länger geschnitten. Ja. Dadurch hast du halt hier diesen Oversize-Charakter, über den wir ja auch gesprochen haben im Fit. Gefällt mir verdammt gut. Wirklich. Die Farbe Robert? ist cool. Also Was ich habe sagst es du? auch zu Hause. Weil es soll ja auch beabsichtigt wirklich so ein bisschen oversized sein. Das ist jetzt Größe M. Und das ist, Ja, halt ist großartig. Das ist schon geil vom Tragen her. Ja, musst du sagen. Also wenn du dich darin wohlfühlst, dich bewegen kannst, das ist ja das, worauf es am Ende finde es ankommt. Also einfach wenn du ein T-Shirt anhast. Doch, du kannst dich halt super bewegen. Vor allem Ja. einfach vom Stoff her. Ist einfach geil. Das freut mich zu hören. Robert, hier fast mal, So soll es sein. wenn du möchtest. Was meinst du? Das ist halt jetzt eben 100%. gerade an, wenn ich da rumfummel. Was? Nee, hat sich gerade so angefühlt. Ich will es anspannen. Soll ich nochmal anspannen? Warte, ich spanne nochmal an. Aber nicht, dass dir wehtut, Robert. Ne? Weiß auf Granit. Jetzt halt natürlich die Frage. Ja, Weil wir für haben ja mich, nochmal Rot also für mich mitgenommen, ja. persönlich sind, klar, Rot kam jetzt auch noch hier mit dazu. Auch nicht schlecht. Ist auch Muss auch geil, vielleicht, ne? finde ich. Aber für mich persönlich, wie gesagt, das ist meine Meinung, die zwei sind meine Favoriten. Ja. Also es ist halt wirklich entweder hier Anthrazit oder hier dieses, wie sagt man denn dazu? Also für mich Ja, das ist ist Olivgrün. Olivgrün. Das ist ein Olivgrün, Genau. ja. Und du siehst ja auch, es geht ja auch sehr in dieses Anthrazit über, wenn du jetzt hier so schaust. Also ich hoffe, das kommt gut rüber. Also in Live ist das natürlich schon ein klarer Unterschied. Ja. Aber es ist ein wunderschöner Grünton. So. Muss man schauen. Hier kommt das natürlich auch mit dem weißen Logo drauf, richtig gut rüber. Das Ja. kommt natürlich gut drauf. Also ich würde auf jeden Fall, also vom Stoff her, wie gesagt, Leute, ihr entscheidet, ganz klar, weil ihr seht ja, wir können uns ja beliebig spielen, wie wir möchten. Aber ich glaube halt vor allem bei so einer Limited Edition, glaube ich, ist das mit der Baumwolle, glaube ich, da geht man schon den guten Weg. Ja, Leute, das ist die Limited Edition, die Keep on Rolling Edition. Jetzt in den nächsten Tagen, Wochen wird das Ganze auf Instagram online kommen. Dann werdet ihr das Ganze entscheiden. Ne? Und sobald ihr das Ganze entschieden habt, dann geht es auch wirklich ganz schnell. Denn das haben wir nämlich genau heute festgestellt, wie schnell hier produziert wird, wie schnell hier bzw. gepackt wird. Ja. Und das ist nämlich auch das Schöne, Leute, denn damals bei den Limited Editions haben wir ja wirklich geschaut, okay, wir haben 20 Stück in M bestellt, wir haben 20 Stück in L bestellt, ein paar in S und dann hat man gesehen gehabt, okay, mehr Leute wollten eigentlich L haben und die wenigeren wollten dann S haben. Da mussten wirklich Leute, die eigentlich L tragen, haben dann S Umgeswitcht. bestellt, können das aber bis heute nicht tragen, wollten aber unbedingt die Limited Edition haben. Und das ist nämlich das Geile, Leute, denn wir werden die 100 Stück bringen und ihr könnt genau eure Größe angeben, die ihr haben möchtet und danach wird dann direkt gleich produziert, beziehungsweise ihr werdet dann gleich ein paar Tage später das bei euch zu Hause haben. Und das finde ich halt natürlich mega. Weil normalerweise, vor allem wenn du wirklich da in die Richtung denkst, dann dauert das Ganze, musst du schon Wochen zuvor, du musst das alles genau Richtig planen. gehst in Vorleistung. Und genau, und das ist wirklich das Schöne mit der Flexibilität. Und was ich auch übrigens gehört habe, das müsste man sich mal nochmal überlegen, denn das hat er schon vorhin zu mir gesagt, wir könnten sogar so weit gehen und sagen, wir können jedes einzelne T-Shirt entsprechend mit der Nummerierung branden. Ja, das durchnummeriert ist. Genau. Einmal durchnummeriert. Das heißt, wir könnten wirklich sagen, das ist die Nummer 1 von 100, das ist die Nummer 2 von 100. Da sind wir allerdings auch wieder bei dem Thema. Also das ist ja möglich, oder? 100%ig. Also wir können das alles ohne Probleme leisten, ja. Robert, was meinst du? Sollte man sowas machen? Ich finde schon geil. Dann ist es Ich würde euch ja jetzt gerade live fragen, ne? Und dass ihr gleich kommentieren könnt, ob wir das machen sollen, ja oder nein. Aber ich glaube, das wäre schon geil. Für mich ist nur das einzige Thema, wo druckst du das? Also wohin platzierst du das Ganze? Machst du das eher, gut, wir können es ja hier mal kurz zeigen, machst du das eher hier in klein hier unten oder sagst du, du gehst Schön in den Nacken, hier ne? Ja. in den Nacken und machst es schön klein dezent hin? Weil ich finde halt einfach, das gibt halt noch mal mehr diese Exklusivität. 100%ig. Weil und dann ist das ja Run, erstes T-Shirt, zweites T-Shirt, Genau, welches genau. habe ich jetzt gerade bekommen. und das Schöne ist halt auch wirklich, dass du sagst, hier, das sind die 100 Stück, Ja. die sind durchnummeriert. Also auch so würden genau 100 Stück produziert werden, Leute. Aber wir kennen es ja so ein bisschen von der Automobilindustrie. Da sind ja auch oftmals irgendwelche Fahrzeuge limitiert und dann sind doch noch ein paar Chassis übrig gewesen und dann wurden doch noch mal hier und da ein paar nachgeschoben. Okay. Und so hast du halt wirklich zu 100% die Exklusivität. Nummerieren wir durch, ohne Probleme. Ja. Ja. Aber was ich mich jetzt frage, von welchen Größen reden wir dann? Von bis. Gute Frage, schöner Hinweis. Wir haben ja von XS
bis 6XL alles auf Lager. Und das ist Lagerware und wir können halt ohne Probleme wirklich für euch bestellen. Wir können es durchnummerieren. Ihr bestellt, ihr macht die richtige Größe. Wir bekommen dann von dir die Info und dann fangen wir an, das zu produzieren. Also für jeden was dabei, tatsächlich. Ja, So sieht's wirklich aus. Unfassbar, oder? wir kriegen jeden eingekleidet. Ja, aber echt. Gut. Schön. Ja, also wirklich mega geil. Wie gesagt, Leute, jetzt dann rüber swipen auf Instagram. Dort wird das Ganze online gehen. Ihr werdet das Ganze entscheiden und dann wird das alles richtig, richtig schnell gehen und dann werdet ihr auch zeitnah eins von den 100 Stück bei euch zu Hause in der Hand haben und nicht nur in der Hand haben, sondern auch wirklich in eurer Größe tragen können. Denn das ist ja genau dasselbe wie bei uns mit den Autos. Bei uns stehen sie nicht nur rum, sondern bei uns wird jedes einzelne Auto gefahren und entsprechend ja auch wirklich bewegt auf der Rennstrecke. Und genau das wollen wir am Ende des Tages ja auch mit der Kleidung, dass man nicht nur sagt, okay, man hat jetzt hier so eine limitierte Edition, die legt man sich weg, sondern wir wollen ja auch wirklich, dass man das trägt und dass man auch damit wirklich lange Zeit seinen Spaß hat und das gerne trägt und nicht nach 1-2 Mal waschen, ne, man es auf einmal nicht mehr tragen kann oder wie auch immer. Das ist extrem wichtig. 100%ig. Und das vielleicht auch nochmal ein schöner Hinweis, wo du das gerade sagst. Das ist natürlich irgendwie ein Vorteil, den wir auch anbieten können. Das heißt, wenn wir den Druck hinten drauf haben, es ist industriewäschetauglich. Ja. Also ihr müsst nicht irgendwie diese Befürchtung haben, Angst haben, dass dieser Druck irgendwann mal verschwindet nach dem Waschen. Wie du sagst, die Langlebigkeit ist halt einfach da garantiert. Mega. Lasse, vielen, vielen Dank. Ich danke dir. War mir eine Freude. Robert, ich glaube, wir müssen jetzt mal noch ein bisschen rumschauen, weil ich habe es ja vorhin gerade schon gesagt, wir müssen jetzt mal kurz noch zu Sunwheel mal hoch. Willst du einen Anzug holen? Ja, ich muss mal, glaube ich, noch was anprobieren. Also mach mal kurz bitte den Cut. Mach mal. Auf geht's. Viel Spaß euch. Stell dir vor, diese Socken mit Gear Collector Logo. Was wäre dann? Wäre schon geil. Dann wollen wir keine Socken mehr kaufen. Ehrlich, dann bestellen wir davon gleich 365. Ja? Und dann kannst du jeden Tag frische Socken tragen. Die Mütze ist auch geil. Und müsstest nicht mehr waschen. Stell dir vor, die mit dem Gear Collector Logo noch. Hey, ich habe viel zu viele Ideen. Ah, es war schon ein mega Tag heute, oder? Jetzt sind wir wenigstens alleine. Jetzt haben wir wenigstens, Das können wir ich will scheiße jetzt bauen. nicht sagen, unsere Ruhe, weil Ja, gut. extrem spannend und auch mit dem Lasse, wie das Ganze begonnen hat. Ja, voll. Es war schon Bombe, aber jetzt packen wir zusammen, oder? Und die Sache ist, jetzt müssen wir uns mal einmal überlegen, alles jetzt müssen wir mit. eigentlich noch irgendwie was einpacken. Ja, Ich meine, du dich siehst- sehe ich in so einer Arbeiter. In so einer Arbeiterding. Ja, weil dann siehst du einmal in deinem Leben nach Arbeit aus. Okay, danke dir, Robert. Danke. Aber da gern. siehst du mal, hier Safety First steht an oberster Stelle. Was ist denn das? Sind die auch so dick? Nein, die sind ja mega. Naja, Die sind dünn. voll Ey, hier. ich sag ehrlich, ich sehe dich in so einem Ding. In sowas. Was haben wir denn hier? Sogar, warte mal, das ist small. Gucken wir mal, wer das überhaupt passt. Wenn die mir passt, weil ich brauch eh eine Jacke jetzt halt, zum Rausgehen. Und dann brauchen wir für dich auch noch was. Irgendwas müssen wir uns ja einpacken, Ja, oder? dann kannst du auf den Straßenbau gehen. Schau mal hin. Und? Alter, steht dir voll Perfekt, gut, oder? Mann. Ist geil, oder? Hey, das siehst echt gut aus. Dann müssen wir dir aber auch noch was suchen, Mir? Robert. hä? Ich Schau das mal an. bezweifle, dass es in meiner Größe was gibt. Nochmal hier ganz kurz. Also man sieht ja auch wirklich Engel Workwear, wie hier viele alles. verschiedene Sachen die hier anbieten, ja. Wie viele verschiedene Jacken. Das ist halt schon Das ist ja Wahnsinn. geisteskrank, wie viel es hier gibt. Auch hier, schau mal, sowas wäre Die halt sieht auch natürlich geil aus. auch eine Überlegung, weil wir haben ja für die Teilnehmer bei der Gear Collector Alpine Experience haben wir ja hier die Jacke in schwarz. Ach, stimmt. Ja, Mann. Das ist genau die Jacke, haben wir hier schön gebrandet gehabt und also unfassbar, wie warm die gehalten hat. Ach, stimmt, Zum wir haben ja Beispiel- auch diese Taschen hier gehabt, oder? Ja, genau. Die Taschen gab es auch Geil. für die Teilnehmer. Aber schau mal, die gibt es zum Beispiel auch in Blau. Wäre vielleicht so eine Überlegung, ob Sieht man geil sowas auch als Basic-Linie mit hinzufügt. Vor allem, wo jetzt halt eben dann auch langsam der Winter Kalten kommt. Tage kommen. Und ich meine auch generell, du hast so viel mehr Gibt nichts, was nicht. noch an Oh, Auswahl. Aber auch Robert, geil. wir brauchen auch noch... Na, warte mal. Schau mal hier, so geile Latzhosen noch. Ja, das wäre doch auch mal was für dich. Er steckt dich da mal rein. Schau mal, hier habe ich sogar was gefunden für dich. Was? Was haben wir hier? 5XL. Digga, 5XL. Du brauchst auch noch eine Jacke, nicht, dass dich wieder erkältest. Digga, ich hab doch Und dann keine können wir es nämlich 5XL, packen. Mann. Dann können wir nämlich gehen, Robert. Digga, also ich bin zwar fett, aber nicht so fett. Warte mal. Hier, ich nehme mal die Kamera. Wieso nimmst du die? Ja, du musst dir anziehen. Und damit man nicht so wunderschön in dieser orangenen Jacke sieht. Hä? Schau mal hin. Oh, bisschen groß. Ich glaube, wenn du einen Pulli drunter hast. Ja, ich wollte gerade sagen, ist ja auch für den Winter, weißt du? So, jetzt richtest du die noch gerade. Digga, schau aus wie ein Kängter. Ja, ein bisschen groß, aber geil. Kannst sogar, glaube ich, auch hier so enger machen an der Seite. Ja, Nee, die nicht. Ich glaube, es war die die nicht? andere. Das war eine andere. Ja. Ey, das siehst du, es gibt Ich so sage, viele es gibt einfach so viel, so viel Wird Auswahl. auch schon warm. Ja, komm, pack ein. Sollen Jetzt wir geh einfach mal. gehen, oder? Geh mal raus, oder? Warte, hey, jetzt gib mir mal mein Telefon wieder. Was denn?
Hier, Fuß und die gefilmt brauche ich werden. auch noch, weil das sind geile Shirts wie fürs Gym Gehst du ins Gym? zum Trainieren. Nee, so zwei Mal im Monat. Ja. Und du? Ja, ich gehe jeden Tag, ja, 3-mal die Woche. Jeden Tag ist Jetzt geht's wieder nach Hause. Endlich. Aber jetzt mal wirklich nochmal zum Abschluss. Jetzt brauche ich wieder Urlaub. Junge, bist du jetzt mit dem Ding zum Flughafen oder wie? Da kannst du gleich arbeiten. Was für ein geiler Tag. Also für mich, ganz ehrlich, da geht ein großes Dankeschön an Engel raus, Ja, Mann. weil ich finde, das ist halt einfach nicht selbstverständlich, dass wir hier so einen kompletten Einblick bekommen. Und ich finde es halt einfach geil, wie wir euch da dabei mitnehmen können, dürfen. Dürfen. Robert, von der Skala 1 bis 10, ich sehe mich hier gerade da so Spiegel. Wie sehe ich bitte aus? Endgeil, Mann. Ja? Ja, ja. Meinst du wirklich? Ja, das steht dir. Ja? Steht dir richtig, Mann. Nein, also kurz zum Abschluss, um seriös zu sein, auch wenn ich gerade nicht seriös wirke in dieser Jacke. Also ich fand es ein Megatag heute. Voll geil, Mann. Also dass mal man wirklich- das mal sieht. Mal wirklich diesen Einblick hier bekommen zu haben. Und nochmal, wenn man sich mal überlegt, hier arbeiten knapp 200 Mitarbeiter und dann in Litauen im Werk sind es halt einfach nochmal deutlich mehr. Da sind es halt einfach nochmal 400 Mitarbeiter Alter. mehr. Also wie riesig das Ganze ist und was du dann am Rande siehst, für wie viele Firmen Engel hier produziert, das ist schon verrückt. Schon beeindruckend. Und es ist halt wirklich beeindruckend, mit was für einer Qualität produziert wird. Und das glaube ich hoffe, Leute, dass wir euch das heute näher bringen konnten, weil für mich halt extrem faszinierend gewesen, wo ich halt wirklich weiß, okay, hey, da können wir langfristig, so coole Sachen gemeinsam umsetzen und dass man uns allen das heute zeigen konnte, mit was für einer Hingabe dort gearbeitet wird, ja, glaube ich, das finde ich, macht es halt wirklich aus. Und wie schön wir uns halt wirklich spielen können und limitierte Editions gemeinsam auf die Beine stellen können. Ja, es wird, glaube ich, auch hoffentlich nicht die letzte werden. Nee, definitiv nicht. Ich höre, da kommt ein richtiger Racer an. Alter, der fährt auf dem Fußgängerweg, sag mal. Fix. Digga, was macht der denn? Und damit würde ich sagen, damit können wir jetzt halt aufhören, oder? Ja, So. definitiv. Ich bin gespannt, Leute, natürlich auf eure Kommentare, aber wichtig wird es dann auf Instagram und dann werden wir euch da voll und ganz auf den Laufenden halten mit der neuen Keep on Rollin' Limited Edition. Peace out.